Letzte Sache noch zur Vorbereitung, ehe ich mich ans Kofferpacken mache, weil meine letzte Schicht ist erledigt. Darüber freue ich mich. Wir haben uns ja Gedanken gemacht, was können wir denn machen, und haben im Endeffekt ja schon 2 Jahre lang Planung betrieben. Jetzt ist die Frage, wer ist wir? Das werdet ihr im Video sehen. Natürlich meine Freunde Kati und Stefan. Wir haben uns auch Mühe gegeben, uns auch mal für richtige Ziele zu entscheiden. Und haben jetzt hier mal eine Übersichtskarte vom Canyonlands National Park, kennen wir ja sicherlich alle. Needle ist natürlich immer mein Favorit, aber jetzt geht es in die Maze. Das heißt, wir haben dann tatsächlich hier erstmal unsere Planungen gemacht. Mit verschiedenen Tagen, jede Farbe, ein eigener Tag. Das heißt, sind dann auch mit 7 Nächten drin dann auch eigentlich ordentlich unterwegs mit viel Gepäck und Quellen ermitteln fürs Wasser und so weiter. Also ist doch einiges, was an Leistung ist. Übrigens, da ist nichts Vorlage, das ist alles selbst gemacht. Stefan hat jeden Tag einen Track angelegt und hat da wirklich mit Geländedetails und Wegbeschaffenheiten und so weiter doch eine Menge Sachen auch berücksichtigt. Das heißt, hier haben wir dann schon mal was zu tun. Eigentlich erstmal soweit dieselbe. Also man kann schon sagen, der Aufwand ist betrieben und soll sich natürlich auch lohnen. Eigentlich schon wirklich ein schönes Gebiet. Es gibt eigentlich noch viel mehr, was man hätte kombinieren können, auch gerade mit diesen Canyons, die halt doch überall hier so dominant sind. Das heißt, man muss auch wirklich die eigene Orientierung da ein bisschen im Auge behalten. Es kann schwierig werden, weil allgemein ist ja auch bekannt, dass sowas wie GPS auch nicht immer so direkt in den Canyons funktioniert. Also wir werden uns da auf jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen müssen. Aber ich glaube, mit Achtsamkeit ist man doch schon top dabei. Und wer der Meinung ist, hier ist ein Ausbruch eines fertigen Tracks, nein, auch das sind alles bedachte Zwischenziele, die eingearbeitet sind. Die Tankstelle ist verlassen. Ich bin auf der Interstate 70. Wir haben jetzt gesagt, dass wir getrennt bis zum Abzweig zur Gravel Road fahren, Highway 24, nördlich von Hanksville. Das sind von hier aus gesehen 57 Kilometer, 31 Minuten, also auch relativ schnell gemacht. Dann sind es Gravel Roads, ich weiß es gar nicht so genau. Mir schweben 72 Kilometer bevor. Ich glaube 72 Kilometer Staubpiste. Meistens recht simpel zu befahren. Die werden wir auch getrennt fahren, weil in der Kolonne Gravel Road, das macht überhaupt keinen Spaß, außer für den ersten. Möchte dann ja irgendwie jeder sein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg, geben ein bisschen Stoff. Ich bin der letzte der 3 und werde jetzt mal ein bisschen aufholen. Dann fahren wir mal runter von der Interstate. Jetzt geht es auf den Highway 24 Richtung Hanksville. Der Großteil der Strecke ist schon geschafft. Ich denke mal noch 12 Minuten, dann bin ich auch da. Links abbiegen auf Utah 24 West. Noch knapp 4 Kilometer, dann sind wir am vereinbarten Treffpunkt, aber ich habe durch doch etwas zügige Fahrweise, ja, er war die ganze Zeit hinter mir, doch den Stefan schon eingeholt. Mit seinem Florida-Kennzeichen ist er auch sehr auffällig mit seinem 4Runner unterwegs. Kati ist gerade wir haben es gesehen. Sie kann also nicht sagen, oh, sie wartet seit Tagen auf uns. Das Ziel ist auf der rechten Seite. Guten Morgen! Hallo. (10:30 Uhr). Die beiden haben jetzt 6 Minuten Vorsprung. Ich habe mich erstmal umgezogen, Wanderhose an, nochmal was getrunken. Jetzt sind es 72 Kilometer zur Hans Flat Ranger Station. Ich werde mal schauen, dass ich hier mal jetzt ein bisschen Stoff gebe. Weil der erste Teil der Gravel Road, der ist ja ziemlich geil. Hinten wird es dann ein bisschen sandig ab und zu, aber ich denke so gerade die ersten, vorsichtig 40 Kilometer kannst du schon überfliegen. Ich glaube, rechter Hand kommt nochmal eine schöne Sanddüne, eine
Eine relativ kurze, aber doch sehr schöne. Oh, die muss man aber ein bisschen langsamer machen. Mittlerweile bin ich ungefähr 45 Kilometer auf der Gravel unterwegs. Jetzt auch das erste Stück, was halt wirklich auch ein bisschen schwieriger wird. Aber hier war halt auch 2018 meine Abfahrt mit Hindernissen. Dass eine Straße nicht immer so zu befahren ist, kann ich gerne mal per Rückblick zeigen. Ja, 17 Uhr, ich mache mich jetzt auf den Weg zur Ranger Station. Mal Tschüss sagen und ja, dann fahre ich wieder weiter. Ich denke mal nach Hengstburg. Ja, da hat es ja wohl doch ganz schön geregnet, wo ich das Gewitter gesehen hatte. Das ist ja doch schon eine ganz schöne Strecke. Ich habe keine Ahnung, wenn ich mal ehrlich bin. Ich probiere das natürlich, aber ich bin ratlos. Also, was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann jetzt hier warten, bis es trocknet. Aber die Zeit habe ich gar nicht. Ich muss ja durch. Zog weiter nach rechts, drehte nur durch. Das ist Stress. Leute, das ist Stress. Da kann man jetzt sagen, was man will. Es ist schon wieder eins. Aber es ist zum Glück nur ein kleines. Also ein Besuch bei Hans Flat lohnt sich immer. Hier ist ja was los. Jungs, ich bin ja vollkommen von den Socken. So, ziehen wir mal ein Fazit. Wir ziehen mal ein Fazit. Ich bin ja außer mir. Also man kann mir nichts erzählen, dass ich nicht wirklich tief genug im Matsch war. Also wenn ich mir das mal anschaue, da hört der Spaß doch auf. Da hört der Spaß auf. Alter Schwede, das hätte ich jetzt aber nicht vermutet. Ich habe hier Hagel weggeschoben. Und das nicht zu knapp. Wenn ich mir anschaue, was hier vom Wagen vorkommt. Und wie weit ich auch drin war. Ein Wunder, dass der Wagen nicht ausgegangen ist. Weil dann wäre vorbei. Das muss man realistisch sagen. Also ganz ehrlich, boah, was ist hier los? Ja, es tropft immer noch ab, der ganze Motorraum ist voller gepresstes Eis, unten der ganze, unter dem Kühler, dieses Gitterblech ist dahinter alles pressvoller Eis. Was ist mit der Straße bloß passiert? Die war perfekt zu befahren. Ich konnte hier wirklich rüber pesen auf dem Hinweg. Mein Navi sagt, ich verstehe das nicht, ich muss hier lang, aber ich erinnere mich einfach mal auch, ja, kann nicht von hier. Auf keinen Fall. Nee, ich fahre mal da oben weiter. Hier geht es jetzt nicht durch. Ich kann schauen, hier ist zwar ein bisschen weich auf der Seite, hier drüben ist aber hart. Dass ich dann wirklich an der Kante des Eises vorbeifahre und dann ist da links so eine Verbindung zu der Straße. Ab da, wo sie wieder gut ist. Ich habe wirklich ein bisschen Sorge. Also ich fühle mich jetzt auch nicht mehr wohl dabei. Ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Jetzt geht es auch ein bisschen auch an die Zeit. 18:30 Uhr. Ich habe jetzt noch
sehe ich nach vorne schon wieder. Ich habe jetzt noch insgesamt 50 Kilometer. Oh nee, ey. Ich ärgere mich echt. Es ärgert mich. Nett ausgedrückt. Das ist ein Hindernis, was mich jetzt erstmal zum Stillstand zwingt. Dann ist auch hier einfach meine Kante. Und ja, die wird da schon höher. Also ich habe keine Ahnung, der Boden wird nicht morgen gleich knochentrocken sein. Die ganzen Senken waren alle voll mit Wasser, Hagel, Crush, Dreck, Schlamm. Da war ein Vorankommen nicht mehr möglich, es war Stillstand, aber im Endeffekt oder im Rückblick betrachtet sicherlich eine Erfahrung, die man halt auch mal gemacht hat. Schön war es nicht zu dem Zeitpunkt, aber man hat alles überlebt und es ging ja auch schadenfrei. Das waren 72 Kilometer Gravel, 11:30 Uhr, Hansflat ist erreicht. Hi. Or could we film a little bit? Yeah, that's Just for fine. personal Yeah, things? that's fine. Okay, Yeah. thanks. So it's Kati, Kati. Okay. And then so you have it. So you're not going out tonight, right? Tomorrow. Tomorrow. Yeah, you're gonna go out and camp somewhere and then come back tomorrow. Yeah. Okay. Just making sure because it starts tomorrow. So Yeah. I was just making sure. You So. want to stay at North Point? At French. French Spring, is that possible? I could check to see if there's a campsite available. If there is, it's a walk-up permit and it's $5 per person per day for those. Okay. And you could, let me see, I can just tell you if I do have something available. I don't know, because today we're kind of busy. North Point I have open today. It's, this. It's French Spring, right? Yeah, so this is the campsite at French Spring right here. Because Yeah. you're backpacking down this trail. Exactly, right? yeah. So that would be perfect, yeah. Yeah, so that, I think I have that open. Let me just make sure really Yep. quick. And, okay, and then how many vehicles do you have? 3? You have 3 of them? Okay. Let's see. And then are they right here? These Yeah. ones right here? Yeah. Yeah, so you have the black Mitsubishi. That's blue. Yeah. Yeah, black, blue. It's close enough. I might have to do that for your other permit when I issue your other one now. The backpacking permit stuff. I still have them just here in a minute. Could we take all 3 cars at North Point Yeah, for that's 7 what's- nights? yeah, you can. There's a parking lot there. I mean, we'd prefer if you could get in one vehicle or 2 and take them down. We also have a parking lot to leave a vehicle in up here because it leaves more room for us. And then so when I issue your backpacking permit, I just need to enter your vehicle information. Then I'll have to go over a whole bunch of regulations with you for the permit. Okay, so what's the first one here? Okay, so these are 2. What these do is they go in your windshield so we can see them from the outside. Yeah. Yeah, those 2 go in your vehicle, and then the next vehicle. Okay, is that the one with the Utah? Yes. I can read it from here. Perfect.
You're the lucky one. Tatsächlich. Yeah. So just so you know, the Maze District of Canyonlands is one of the most remote places in the lower 48 United States. So we don't have a lot of communication that's available. If you have a cell phone that has Verizon signal, sometimes you'll get a service if you can see the white mountains that are over by Moab, the LaSalle's that are over there. Okay. If you don't have that, you don't have any communication unless you have like a spot device or a PLD or something like that. So just know that you're pretty far out there. Rescue's not guaranteed and towing's not guaranteed either. So just so you know that. Down in our trails, kind of like Salt Creek, it's marked with rock cairns. We ask that you don't build, add to, or destroy any of those cairns. That's why we have them out there, because we put them in places that we need them to be, pretty much. So you have springs you're going to be using down there. It's going to be out there for multiple days. So just be respectful of those springs. Don't immerse any human body parts in the spring. Don't put any like lotion or bug spray or anything like that into the water. And also, if you find a pool of water that you think you're going to use the entire pool of water for just yourself, try to find another pool of water next to it so you don't use all the water in one area just for your drinking water. Okay. You shouldn't have any issues. There's still plenty of water from what I've heard out there. So let's see here. You're going to be going down the Maze Overlook Trail. So you're going to need at least 20 feet or so of line for lowering packs down that trail, as it's anything you encounter in Salt Creek, the trail down Maze Overlook is going to be at least twice as hard, if not more, to get down that. So you have like scrambling and a little bit of like squeezing through rock cracks and whatnot. So you're going to want to lower packs down there. Make sure you bring some string with you or something. Yeah. All right. And for parking, let me go over that with you real quick. So here we are at Hands Flat right here. When you go down this main road to get to the North Point campsite where you're going to be camping, you take a left right there and go up a little ways, and you take a right into the campsite, and the campsite's right in here. You can park in there and spend the night for tonight. But when you leave in the morning, you're going to have to drive out of that campsite, back down the road, and there's 2 square parking areas on either side of the road right at this junction, and leave your vehicles there. Just don't leave your vehicles in that campsite because other people need to use it. And then from there, when you start the trail, you have to walk up away from the campsite down the road to where the trail starts further up the road. It doesn't start right out of the campsite. You have to go up further. Going down this road, it's not too bad to get down to that campsite. There are a couple of rough spots with some sandstone rocks and whatnot that you're going to have to navigate over. Just make sure you stay on the road. Don't go around things off the road. Make sure you stay on it. And all right, that's Maze specific stuff. Now I have just general permit stuff to go over with you. So you probably heard this already, but these permits are only valid for the dates, the areas, and the number of people you have on your permit. If you want to change any of that, you have to come and talk to us before you actually do it. Like I said, keep your vehicles on the road. There are no drones allowed in the park, so don't fly any drones. Wood campfires are prohibited, especially right now. They're always prohibited, but the wind is super bad right now. So if you have propane stoves or charcoal pans, you can use those as well, as long as you take the ashes out with you. Everything you bring into the park must leave the park with you. Don't leave anything in here. We don't want your stuff. And everything that you do have in the park, including garbage, food, anything with a food sent to it, make sure that it's stored correctly. We don't require bear canisters like Salt Creek does, but the ravens and squirrels are super bad here, so they'll get into your stuff if you don't leave it in your pack. And sometimes they'll even chew into your pack, so just keep an eye on all your stuff when you're out there. Let's see here. Unless you're in the greener Colorado rivers, don't swim or get in any of the water in the park. They need it for drinking water. Camping, since you're going to be in dispersed camping and you're not in a campsite like in Salt Creek, you're going to have to find a priorly impacted site. You probably did that in Salt Creek, I imagine. So just find a place someone's either impacted before, loose sand, or rock. Like just so you're familiar with the cryptobiotic soil is from being in Salt Creek, so just don't camp in any of that. You have to be at least 300 feet away from water and archaeological sites. So you can't camp anywhere near the harvest scene, which is right here that you're going to see, or any of the springs. And our goal is that you're a mile away from the road for a campsite, so don't camp right next to the road,
and also you're out of sight of trail corridors. So don't have your tents or your camp visible from a trail corridor that other people are going to be walking down. If that makes sense. You don't want to see a whole bunch of tents when you're out there, and neither does anybody else. Hopefully none of you have hammocks. No. Okay, yeah, No. they don't work here. Yeah. So pretty much, Between the stones. yeah. And so everything in the park's protected. Don't take anything out of the park with you. You're more than welcome to like pick stuff up, look at it. Just don't take it with you. Just put it back down. There are no pets that are allowed in the park. I don't think you have any dogs. Hopefully. No. It's It's not that. and so what's your plan for what you're going to be doing with your human waste in the park? So we have these potties. Yeah, you have like the bags. Yeah. We also have shovel. Yeah. So in the park, in this part of the park, in the other part of the park, it's required to use those bags. We don't necessarily require them here, but we ask that you use them to avoid leaving a whole bunch of human waste out there. If you do not use the bag, you have to at least dig 6 inches into the ground and then cover it up in a place that people aren't going to be around. Yeah. And then pack out toilet paper, because toilet paper is trash. You can't leave toilet paper in the park. Okay, and let''s see, what else do we have here? So this is when I asked you to go over your itinerary with me, and just to let me know like what your trip's looking like when you're going down. Can we do it over here? Yeah, it's fine. Because that's probably the easiest one. So we start at North Point. We wanted to go to Maze Overlook and camp somewhere below Maze Overlook. I understand. So we understood. Not next to Horseshoe, not next to the spring. Yep, and then you see this like the little marked like yellowish area right here. So you have to be out. So this campsite right here overlooks this area. Yeah. So you have to be outside of this little area right here. Okay. And it's really easy. There's all these little side canyon things that are going off here. Yeah. That you can camp in any of those, just not right on the trail right in here. Sure. Yeah. But okay. yeah. Then the second day we wanted to do the way up to the plug over here and to chocolate drops. Is there a way down to get down If you here? can find it, be really careful. There are a couple different ways to get down from there, but it's the problem. If you mess up, the probability for severe injury is pretty high. Okay. Because this layer of rock, there's a route that comes down through like here to get down, and there's also one on this side that comes down over here. But someone told me there's cairns that lead you down that way. I don't know if there are or not. So you can get down that way, but it's more difficult. Yeah, so probably take a rope with us and make sure. Yeah, you can, but just look around make sure, because if you get down to a point you haven't scouted the whole route before, you get stuck. So just be careful. We want to try to get down here. We saw the reviews or something that someone said there should be cairns or something like this. If not, we might have to travel back. Yeah, you can just be careful. Yeah. So the third day is this way up to the Chimney Rock, and I think into Water Canyon. Near Behave. No, that's the fourth day. Into Water Canyon. Camp somewhere around here. Fourth day doing this loop. Camp somewhere around Beehive Arch. Doing a little side trip in Dollhouse. Probably not going down Spanish Bottom. Fifth day would be into the main flat and into this canyon. Into the Sweet Alice Canyon. Sweet Alice Canyon. Camp somewhere around here. Next day is doing. This is day 6. Day 6 should be something going into here. Going to Mother and Child, which should be somewhere over here, I guess. Getting out of this canyon. Yeah, right here. Yeah, because it comes back up like this. Yeah, and then getting out of this canyon and try to get somewhere close to I don't know where it is exactly, but close to the spring that is here. And the last day is through the South Fork, Horse Canyon, probably staying somewhere around here, and then getting back out. Okay, perfect. Yeah, that's a lot. You're gonna see the whole maze. All right. That's the plan. It's roughly 100 miles we calculated. So. Yeah. It's perfect time to go down there right now. A lot of the areas that you're talking about is you pretty much have water to resupply almost everywhere, minus this whole area. But you have this spring. You can hit that always has water. And then this whole area, you don't have water until you get to this spring. Blue, right? Yeah, that one's dry. Pearl Spring is dry.
this has water here. So we have to have water for 1 day, 2 days, 2.5. and 2.5. Yeah, that's what we expected, to be honest. Yeah. So, Yeah, that's yeah. hold on a second. All right, and yeah, this when you get down. So when you get from North Point, there's no water until you get to here too. So just know that this is a long way to get all the way down there. Yeah. And yeah, everything else sounds good. It's pretty straightforward. I don't have anything to tell you about any of it, except for the whole thing about Water Canyon. There's probably going to be multiple groups you're going to see using that spring because people come up from the river to backpack in there. So just try to camp pretty far away from that area, up Water Canyon. Yeah, somewhere. is it quite close to the trail, the spring? It is. It's like the trail should cross running water, and if it doesn't cross running water, you just go up the canyon and you'll find it. Yeah, our plan was to hike a bit into Water Canyon. To stay there. Yeah, it's nice up in there. You might see a couple other groups, like I said, but it's pretty nice up in there. Yeah. That's cool. Went over pretty much everything for that. So, since Katie, right? Am I pronouncing that right? Okay. So, since you're the trip leader, you are going to have to acknowledge. Let me sign these first here. So you're going to have to acknowledge that you understand those regulations. If you want to read any other ones, you can flip that over and read them. But if not, you can check and sign those. And then those are both yours. You carry those with you into the backcountry and make sure you have those on you because if you run into a ranger, they're going to want to check that when they ask you to check your phone. So you've got, all right, you can read that if you want. So this is through. Yeah, that's through. Let me take a picture of it so we can. Yeah, it's fine. I don't think that the next week, I don't remember it saying anything the next week either. But it's going to get warmer towards tonight there's gonna be a few guts. Yeah, it's gonna be a wind event until Wednesday evening, probably. I see it. Yeah, breezy, and then Vehicle dash tags. Make sure those are in your windshield so we can see it, just in case you don't come back for some reason. We know which vehicles are associated with you. Yeah. And other than that, I think that you're good to go. The drive down to North Point is only about 2.5 miles from here. So. We Yeah. want to. That can stay at the car. No, these ones. Okay. Yeah. So the one This for is a nice North point. Point, Yeah, this is a the nice next day you Sure. can keep that at the Yeah. car. Make sure you take that with you. Yeah. Actually, we wanted to do Great Gallery. Ist ja doch einiges an Informationen gewesen. Vor allem Wasserquellen und Temperatur ist interessant. Uiuiui, 7 Grad. Die eine Nacht ist schon etwas unangenehm. Ich weiß noch aus Erfahrung vom letzten Mal, dass hier eine tolle bemalte Toilette ist. Genau. 300 Meter hinter der Ranger Station ist ein Pullout. Man wird gebeten, nicht vor dem Komplex zu parken, sondern hier. Wir fahren jetzt weiter. Schießen wir los? In dem Water Canyon, da sehen wir welche. Es sind noch andere Backpacker unterwegs. Da meinte er, da kommen öfters mal Leute hin, die halt vom Fluss kommen und Wasser brauchen. So. Und das ist das Nächste, ist dann halt der Water Canyon. Also da könnte es sein, dass man dann halt Leute mal begegnet. Hätten wir fragen können, ob noch andere Gruppen unterwegs sind. Ach, das wollte ich auch machen, ja. Ich finde es überragend, wie grün das hier ist. Das ist völlig auch ein bisschen unerwartet, dass es so grün ist. Aber ich meine, dass ich, als ich das Permit gemacht habe, dass ich ein paar Tage später nochmal reingeguckt habe und am Anfang fängt das mit 44 an. Ich glaube 44 dürfen pro Tag oder 45, war so eine ganz komische Zahl. Und ein paar Tage später habe ich nochmal reingeguckt und da waren es auf jeden Fall weniger. Also da müssen noch andere zumindest das Permit erstmal gekauft haben. Man hätte ein bisschen mehr an den Rand fahren können, oder? War das ein Mädel oder war das ein... Das war ein Mädel mit einer neongrünen Mütze. Hey, hier mit so einem Camper hierher gerüttelt. Boah. So, da wären wir.
hier ein bisschen dran. Jo, danke. Hast du genug? Ja, ja. Au! Das war heiß. Ich hab leider hier gerade nichts. Nudeln, Gemüse, Fleisch dabei? Nee, Was ist das Rote? ich wollte ihn jetzt doppelt haben, weil der glaube ich gerade sehr heiß Okay, ist. gut. Also ich würde glaube ich mit dem Camper nicht hierher fahren. So, wir sind... Horseshoe-Schalter, High Gallery, Alcove-Site, Great Gallery. Und da unten steht was von 5 bis 6 Stunden. Ach, der Shelter ist auch unten. Ach so, dann war das nicht der Horseshoe-Shelter Nein, die Toilette, sondern das natürlich ist ein nicht. Punkt. Ich habe mir schon gedacht, wer möchte sich denn gerne auf dieser Toilette sheltern? 14:30 Uhr, wir gehen los. Der Horseshoe Canyon ist ja auch Teil des Canyonlands National Park. Es ist sehr gut belüftet, um es mal so zu sagen. Und wir müssen noch mal schauen, inwieweit wir die Sachen noch abgelichtet bekommen, weil man ist nicht direkt davor, man muss halt oft hochgucken. Auf geht's. Angeblich 5 bis 6 Stunden laut Schild. Allerdings denke ich mal, ist das Ding in 4,5 auf jeden Fall durch. Rund 12 Kilometer, das heißt mit Zeit lassen. Dann mal los. Hier ist der weiße Hügel, dann ist da vorne weiß weiter unten und dann genau drüber ist der Weg. Ja. Siehst du da hinten an dem Braun oder ist das einfach Wasserlinien, wa? Das sieht sehr komisch aus, ja. Aber Das ist aber auch schön träge. da ist dann logischerweise das ist eine Straße. Genau. Is it cool down there? It's not windy down there, at least when I was down there it wasn't. Yeah, yeah. You guys headed for the Great Gallery? Sure. We're going to here. Yeah, great. All right. Good enough. First time here? Yeah. Okay, okay. We're doing the full program because we're going to the Maze tomorrow Oh, cool. All right. for a little loop of 100 miles. Sieht man auch schön den Weg. Weiterführend. Hier nochmal eine Schleife. Dann hier weg. Yeah. So, is it windy up top? You were just up there. A little bit, yeah. Not too bad. Yeah, there's some cuts, you know. It's like Yeah. up and down. Yeah. So you guys know where you're going here? I think we have the GPS, yeah. Okay. We're going Yeah. to You get four panels. High gallery, great gallery, alcove, and shelter, right? Good job. Yeah. And the first one is high gallery, and that'll be the only one on the left hand Okay. side. And you'll see kind of a dark rock jutting out, and you look up and you'll see it. And then kind of kitty corner from that on the other side is shelter gallery. You can actually see from the trail, you can see that. Then about another 15 minutes is alcove, Cool. which you have to go into okay. Okay. to see the there's the big alcove. And Yeah. then another 15 minutes is the great gallery. Oh, And that's pretty good. So. So we on, can Okay, on that's top, all on top on a sign it says 5 to 6 hours. I know, yeah. Well, depends how long you want to stay there, but I bet you guys And are, we, you look oh, like fast it's hikers. 2:30, 5-6 hours. Well, it's about a 7-mile round trip. Yeah. It's not. They call it strenuous. Coming back up here, Yeah, this you is know, it's right. probably the most. Yeah. And there's quite a bit of sand, so Yeah, you know yeah. that kind of slows you down. But you should. I would bet you'll do it faster. Are you camping right up here? No, No, at North Point. we have a permit for the North Point Oh, okay. tonight. Yeah. Yeah. And then we're going into the maze tomorrow. Oh, fun. Yeah. Camping for a few days? Seven We do nights. like a Oh my loop. God. 100 miles through the Yeah, amazing. That'll be amazing. Ja. Kannst du immer bei so Kanten.
kein Wind. Ich finde es krass, dass wir auf diesem kleinen Parkplatz unsere Autos für 8 Tage gestellt sollen. Kilometer 3, 52 Minuten. Da hier unten ist schon schön, aber der Blick geht nach links. Wir haben hier die High Gallery. Bisschen schlecht mit dem Sonnenstand, aber schauen wir mal, dass wir in den Schatten kommen. Kilometer 3,3, genau eine Stunde. Unweit von der High Gallery, die Horseshoe Shelter. Auch wieder eine schöne Malerei, diesmal zum Glück schön im Schatten und nicht ganz so hoch. Miniaturstadtteil am nächsten Hoch. Man kommt schon relativ dicht dran. Leider wie überall gibt es hier auch mal ein paar Schmierereien, was auch ganz klar als Vandalismus zu werten ist. Allerdings hat man ja hier unter anderem auch 3. August 26, also das ist natürlich auch eine andere Zeit. Aber es stand ausdrücklich da, zu keiner Zeit berühren. Da halten wir uns natürlich dran. Den finalen Punkt haben wir erreicht, sind dazu 287 Meter abgestiegen. Das ist die Grand Gallery. Sieht echt cool aus. Kilometer 6,7, Stunde 50 unterwegs. Dann geht's los. Rückweg. 6,7 Kilometer haben wir jetzt. 7 Kilometer in genau 2 Stunden. Das scheint eine alte 4x4 Strecke zu sein, auf der man hochläuft. Hier haben wir wieder die Wasserrinne, dahinter das Becken, was leer war. Knapp 200 Höhenmeter, ich meine 170 sowas im Dreh. Kilometer 12,5, wir sind am Parkplatz. Die Runde schließt sich. Ja, es sind gute 2 Kilometer, die man absteigt, erstmal zum Canyon. Insgesamt 306
46 Höhenmeter, also Absteigen und Abfluss hoch. Schöne Runde, definitiv. 3 Stunden 5. Ob ich sowas natürlich in einen Ü-Trip einbauen würde, sei mal dahingestellt. Zu viel Aufwand für zu wenig, aber ich meine, die Malereien sind schön, aber der Canyon selber, mir hat er nicht zugesagt. Da ist der Trail definitiv schöner, auch weil hier doch ein bisschen was blüht. Oh, Zeit. Was haben wir jetzt? 18 Uhr, glaube ich. 5 nach. Wir müssen heute noch die großen Rucksäcke packen. Blöderweise haben wir uns ein Permit gekauft für den North Point zum Campen. Spontan noch. Aber dann gab es die Bitte, wir sollen die Autos dann wieder vor dem Visitor Center abstellen. Platz sparen für die nächsten. Und damit müssen wir über den Felsen fahren. Schmeckt mir ehrlich gesagt nicht so, aber gut, das wussten wir jetzt auch nicht so in der Situation. Wir hörten, der ist frei, haben wir gesagt, gut, machen wir. Aber von da können wir morgen auf jeden Fall erstmal nicht starten. Es war ganz nett, so die Ankunftszeit zu sehen und wie sich die dann verändert, wenn du ein bisschen schneller als gefahren bist. Problem ist nur, ich sehe überhaupt keinen Schlaglöcher. So, nun geht es weiter. Wir sind an der Hansflat Ranger Station, haben alles abgewickelt, Permits haben wir auch. Hier können wir Stopp über sehen, ein Stückchen auf dem Flint Trail, aber wir fahren nur 2,5 Meilen. Unser Endziel ist der Camp Spot am North Point. Die haben wir bekommen für $5 pro Kopf. Sehr sandig geworden. Also wir hatten auch das Gefühl vom Reinfahren und jetzt gerade wieder reinfahren nach dem Tagesausflug oder Halbtages, haben sich die Sanddünen auf jeden Fall um 10 Centi angehoben. Ist doch ganz schön viel Sand drauf geweht. Jetzt kommt gleich noch der große Felsen, den wir überfahren müssen. Ich habe ihn in grauenhafter Erinnerung, also nicht grauenhaft, aber es war natürlich schon etwas aufreibend mit dem Hyundai Tucson. Mit dem wird es hoffentlich entspannter. So eine Straßen. Oh, die Kati schlittert ein bisschen. Ich weiß, ich habe kein Problem, alles gut. Kati hatte ein bisschen Schwierigkeiten. Musste ein bisschen gelotst werden, hatte leider eine etwas schlechtere Linie gewählt. Aber jetzt kommt halt das Herzstück der ganzen Sache. Stefan! Wunderbar. Der Fels, wenn man sich da schön eine Linie ausmalt, klappt das Ganze einwandfrei. Vor allem mit dem Wagen auch deutlich besser als mit dem Hyundai Tucson. (19:30) North Point Camp. Ich würde sagen, ziemlich feiner Spot. Hier könnte ein Zelt stehen, aber wozu, wir schlafen im Auto. Wir sind auf 2030 Meter Höhe. Ist doch schon relativ frisch. Ich werde mich jetzt noch waschen, allen voran noch meine Füße. Es ist alles sehr, sehr sandig gewesen, die letzte Wanderung. Und dann werden wir zusammen essen. Vielleicht mache ich noch eine Timelapse.
Ich denke, so langsam müsste man ans Vorpacken denken, was jedoch nicht außer Acht gelassen werden soll. Wir haben hier volles LTE, das heißt, ich kann nochmal den Status schreiben und die Tracks laden. Der Wagen läuft nicht umsonst. Die USB-Ports sind unwahrscheinlich träge, also der muss jetzt mit Sicherheit noch 30 Minuten laufen, Minimum. Frisch und sauber, 15 Minuten vorm Sonnenuntergang. Ich mache gleich eine Timelapse mal in die Richtung, höchste Zeit, weil es steht schon sehr tief die Sonne. Bin ich jetzt auch am Packen. Das ist jetzt erstmal nur Frühstück. Das ist jetzt erstmal nur Fisch. Und ehrlich gesagt kommen jetzt noch die Essen, die Snacks. Müsste doch noch einer sein mit Nüssen. Mal Stefans Zeit gewählt. Bisschen windgeschützter. Hier wird auch schon gegessen und getrunken. Damit ist auch eigentlich Zeit, schlafen zu gehen. 5 vor 9. Was will man machen? Es wird finster. Kati wird mich blenden. Ich blende dann zurück. Gute Nacht vom North Point.